Hallo im Grammatikvorkurs von Easy Almani. Wir starten in die zweite Hälfte und ich erkläre euch den Weg vom einzelnen Buchstaben bis hin zu einem ganzen Satz. Wir Menschen können mit unserem Mund und unserer Stimme unterschiedliche Laute formen. Mit Schriftzeichen haben wir dann begonnen, diese Laute darzustellen. Und die Buchstaben repräsentieren heute alle einen ganz bestimmten Laut. Wenn wir diese Laute dann aneinanderreihen, dann entstehen Worte. Und jedes Wort besteht aus einer ganz bestimmten Reihenfolge von Buchstaben. Im Vergleich zu den Buchstaben hat das Wort eine Bedeutung, einen Sinn. Natürlich gibt es auch Sprachen, die jetzt ohne Buchstaben funktionieren, die keine Lautschrift haben, sondern andere Zeichen. Aber für das Deutsche gilt eben das System der Buchstaben und Laute, die zusammengefügt werden zu einem Wort. Allein mit Worten können wir zwar manchmal schon einiges ausdrücken, vor allem können wir Dinge benennen. Wenn wir zum Beispiel an Babys denken, die gerade lernen zu sprechen, dann beginnen die meistens mit einzelnen Wörtern wie Mama, Papa oder Auto. Erst danach bilden die Kinder einfache Sätze, die dann mit der Zeit immer komplexer werden. Wir haben hier jetzt im Grammatikvorkurs schon über Nomen, Adjektiv und Verben gesprochen, also über einzelne Wörter und Wortarten. Und jetzt verlassen wir die Wortebene und versuchen gemeinsam, die Wörter zu Sätzen zusammenzufügen und so uns zu erarbeiten, wie ein deutscher Satz funktioniert. Dabei lernen wir, aus welchen Teilen ein Satz besteht. Wir werden unterschiedliche Satzarten und ihre Zeichen kennenlernen. Und wir werden die einzelnen Satzteile lernen zu benennen. Stopp! Hilfe! Manchmal können wir mit einem einzigen Wort schon sehr viel ausdrücken. Meistens möchten wir aber ein bisschen mehr erzählen und unseren Mitmenschen etwas mitteilen, wozu wir mehr Wörter brauchen. Diese Wörter hängen wir dann aneinander und jede Sprache hat ihre eigenen Regeln, wie man die Wörter am besten aneinanderreiht und wie man aus Wörtern einen Satz baut. Ich mache euch ein Beispiel. Wir haben die Wörter Mutter, Sohn, Tomate, geben. Aus diesen Worten so einfach aneinandergereiht können wir schon einiges verstehen. Es gibt zwei Personen, eine Tomate und das Verb, das beschreibt, was passiert, geben. Wir wissen aber ansonsten nichts Genaueres. Erst wenn wir die Wörter in eine bestimmte Reihenfolge bringen, dann wird klarer, was wir meinen. Mutter, geben, Sohn, Tomate. Jetzt ist es schon besser. Wir können verstehen, dass die Mutter die Akteurin ist und der Sohn eine Tomate bekommt. Richtig würde der Satz aber heißen, die Mutter gibt dem Sohn eine Tomate. Das Deutsche benutzt neben der Wortstellung im Satz auch Artikel, Verbendungen und Nomenformen, um die Dinge exakt auszudrücken und die sich verändern, je nach Position des Wortes im Satz. Es ist daher für euch als Deutschlerner zunächst einmal wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir richtig und gut Deutsch sprechen möchten, die Wörter nicht in einer beliebigen Reihenfolge einfach so irgendwie aneinanderreihen können, sondern dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt, die wir beachten müssen. Und dass wir auf die richtige Form der einzelnen Wörter, Nomen, Artikel und Verben achten müssen, da sonst am Ende vielleicht der Sinn des Satzes verändert wird oder der Satz im Ganzen
keinen Sinn macht. Und dann gibt es noch 2 Regeln, die uns das Lesen etwas erleichtern. Wir sehen hier einen Text. Dieser Text beinhaltet 5 Sätze, die aus Wörtern zusammengestellt sind. Jedoch können wir auf den ersten Blick das nicht sehen. Wir sehen nur viele Wörter. Das macht uns das Lesen sehr schwer. Im Deutschen ist es deshalb üblich, dass wir die Sätze mit einem Großbuchstaben beginnen. Unabhängig davon, ob das Wort jetzt am Satzanfang ein Nomen ist oder ein anderes Wort. Und ganz wichtig ist auch, dass wir einen Satz mit einem Satzzeichen beenden. Im Normalfall ist es ein Punkt. Unser Auge kann den Punkt sehr leicht erfassen und kann so den Satz im Text gut erkennen. Jetzt geht's viel leichter zu lesen, oder? Mir ist es wichtig, dass ihr diese Regeln beachtet und ich werde es konsequent als Fehler markieren, wenn ihr den Punkt am Ende oder die Großschreibung am Anfang vergesst. Denn das ist im geschriebenen Deutschen einfach falsch. Ich fasse die 4 Punkte noch einmal für euch zusammen. Die Grundregeln eines deutschen Satzes sind einmal, dass die Reihenfolge der Wörter im Satz bestimmten Regeln folgt und nicht beliebig ist. Dann sind die Endungen und richtigen Formen der Wörter sehr wichtig für den Sinn und die Verständlichkeit des Satzes und müssen je nach Position des Wortes im Satz angepasst werden. Sätze beginnen mit einem Großbuchstaben und wir beenden den Satz mit einem Satzzeichen, zum Beispiel mit dem Punkt. Auf diese Weise haben wir aus Wörtern einen Satz gemacht. Bitte versucht die folgenden Wörter zu lernen. Der Buchstabe, die Buchstaben, das Wort, die Wörter, der Satz, die Sätze, der Text, die Texte. Und mit diesen Übungen hier könnt ihr die richtige Schreibung von Sätzen ein bisschen trainieren. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Lernen.